Vor kurzem waren Peter Schiff und Raoul Pal in einem Interview und haben über Bitcoin und Gold gesprochen. Und Peter Schiff hat eine Sache gesagt: Wann es zum Crash bei Bitcoin kommen könnte, würde genau an, was er gesagt hat. Das ist echt unglaublich. Und bevor wir starten, wenn du finanzielle Freiheit mit Krypto dir aufbauen willst, in diesem Bullenmarkt dir aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Los geht's. Also, Raoul Pal spricht es konkret an. Die Fakten nämlich, dass die risikoangepasste Rendite von Bitcoin außerirdisch ist. Wir haben noch nie etwas Vergleichbares in der Geschichte gesehen. Trotz der Volatilität und anderer Bedenken ist die risikoangepasste Rendite laut Raoul Pal bei Bitcoin wie von einem anderen Stern. Still the best risk-adjusted reward of any asset we've ever seen. Fidelity produced this fabulous chart, which is like, it's a dot plot chart of risk-adjusted returns for all of these assets. And there's like gold and NASDAQ looks really quite good and etc. Right? They're all clustered. And there's a blank sheet of paper, and then somewhere up there in the far right is Bitcoin. Wir hatten noch nie einen Vermögenswert wie diesen, also Bitcoin, was für Raoul Pal bedeutet, dass dies die größte makroökonomische Chance aller Zeiten für uns ist. Und nach dem Video wirst du das auch verstehen. Wir haben den Vermögenswert mit der besten risikoangepassten Rendite und der höchsten Performance in der Geschichte. The risk-adjusted return is alien. We have never seen anything like this. So regardless of what people say about the volatility, everything else, the risk-adjusted return is like an alien asset. We've never had anything like this. Und die Wall Street, das musst du wissen, investiert noch nicht so lange in Bitcoin und daher ist Raoul Pal sehr bullish in Bezug zu Bitcoin und which is why to me, when I simplify everything down, I just say this is the best macro opportunity of all time. We've got the best risk-adjusted return asset that has the highest performance of any asset in history. Was sagt Peter Schiff dazu? Es gibt all diese ETFs. Sie haben es beworben, also sie haben Bitcoin und Kryptowährungen beworben und angepriesen und es gibt seit Jahren Bitcoin-Werbung. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass verschiedene Kryptounternehmen Werbung geschaltet haben. Werbetreibenden im Kabelfernsehen in den USA sind Kryptounternehmen laut Peter Schiff. Sie haben viel Geld ausgegeben, um die Öffentlichkeit zum Kauf zu bewegen und haben viele Leute laut Peter Schiff hereingelegt. Aber es gibt eine Grenze laut Peter Schiff, wie lange sie das noch machen können. Irgendwann wird der Boden durchbrechen. Also er geht davon aus, dass wir bald einen Rücksetzer bei Bitcoin sehen werden, beziehungsweise dass Bitcoin vielleicht auf Null fällt. It's being adopted at the fastest you're looking rate. in the rearview mirror. It may not look that way in the future. In fact, it's more likely to revert to the mean or way below the mean. Seems like if it's gone up so much in the past, there's a lot of risk that it's going to go down. I think you're ignoring that. You see, all of these, like NASDAQ, and you're probably a bear of the NASDAQ too, but all of these things are secular trends in a logarithmic chart because they're secular trends. They're not cyclical. This is not the commodity Bitcoin world hasn't been cyclical. around long enough to be a secular anything. It's been around for 12, 13 years, and really it's been around, you know, in the eye of investors for a much shorter time period, maybe 5 years. I mean, I've been investing since 2012, so I'm 12 years into this. Yeah, you. But most Wall Street hasn't been into it that long. They got into it really, you know, 2000 time frame, around there. You know, after it really went up, they kind of got interested in it. They weren't looking at it back then. Well, that makes me even more bullish, right? That makes me even more bullish if they haven't really adopted it yet. No, they're in it. What do you mean? They're in it. Like, they got all these ETFs now. They're in it. They've been promoting it. They've been touting it. There's been Bitcoin commercials now for years. I mean, the top advertisers on cable TV are crypto companies. I mean, they're pumping and pumping and pumping and pumping and spending a lot of money to try to con the public into buying this stuff. And so, you know, they've suckered a lot of people in, you know, but there's a limit to how much longer they're going to be able to do it. You can't do it forever. The bottom is going to drop out, you know. Zu Peter Schiff möchte ich noch sagen, dass es den Gold-ETF in den USA seit 2004 gibt und trotzdem ist Gold noch da und nicht unter dem Preis, wo sie gestartet sind. Und Peter Schiff geht ebenfalls davon aus, dass der Markt, also der Bitcoin-Preis, steigen könnte, weil er denkt, dass der Dollar fallen wird. Also der Dollar wird immer mehr und mehr an Wert verlieren und auch der Euro. Und er sieht bei Aktien, insbesondere bei Tech-Aktien, ein großes Potenzial, da es sich hierbei um echte Unternehmen handelt. Sie mögen überbewertet sein, laut Peter Schiff, aber sie haben einen echten Wert. Und Bitcoin hat das nicht, laut Peter Schiff. Alles wurde im Kryptomarkt und insbesondere bei Bitcoin laut ihm gehypt. And as far as the NASDAQ, look, you know, yeah, I mean, there's a lot of liquidity, there's a lot of inflation. It's been driving tech stocks higher. I'm not short these stocks. I mean, I think the market could go up because I think the dollar is going to go down. But at least
in the tech stocks, you know, a lot of these companies are real businesses. They may be overvalued, but they have some value. You know, you mentioned a lot of companies that you say have networks like Tesla or Apple, but they make a ton of money selling products, right? You know, I got a lot of Apple products myself. Apple is earning a lot of money. You know, you can argue about what the price of the shares should be, but you can't argue that there's a valuable business there. But with Bitcoin, you know, there is no business. It's nothing. It's like, you know, in sales, that, you know, they say sell the sizzle, not the steak. Well, in Bitcoin, there is no steak. It's just sizzle. So it's all being hyped up. Er redet im Grunde genommen wie Beamte, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht und sich immer vor besseren und effizienteren Methoden verschließen. Nichts gegen Beamte übrigens. Dann sprechen Raoul Pal und Peter Schiff über die Rentabilität des Bitcoin-Minings und den inhärenten Wert von Bitcoin. Und Pal argumentiert, dass Mining profitabel sein kann, solange der Verkaufspreis die Produktionskosten übersteigt. Ähnlich wie bei traditionellem Bergbau und natürlich auch dem Goldbergbau. Und Schiff hingegen hinterfragt den langfristigen Wert von Bitcoin, insbesondere da der Großteil bereits gemeint wurde. Wir brauchen nur noch 1,35 Millionen Bitcoin. Das ist der Rest, der noch gemeint wird. Und Peter Schiff stellt daher die Frage, ob die Besitzer ihre Bitcoins horten oder verkaufen wollen und ob bei Verkaufswünschen genügend neue Nachfrage besteht, um einen Preisverfall zu verhindern. It's not certainly true because the people who mine it get given block rewards. So they get paid. Well, yeah, if you're to mining mine. it, you make some money. Sure, I'm not talking about Bitcoin mining can be profitable for now as long as I can sell it above the cost of mining it. But that's different. But that You're creates talking an about, intrinsic value. selling right? Bitcoin It's the as same a as all- business. See, Peter, it's the same as all mining. If the cost of production is above the price of the asset, people don't mine. And so supply is reduced. Or in this case, that the amount of hashing in the network, i.e. the security of the network gets When reduced. it comes to Bitcoin, the supply is very little to do with mining because almost all the Bitcoin have already been mined. So the question is, with the 19 million odd Bitcoin that exists right now, forget about the couple of million more that they could bring on stream over the next few decades. The question is, with the 19 million that exist, or however many haven't been lost, do people want to hoard them or do they want to sell them? And if they want to sell them, is there enough new demand to buy them? So what If not, happens- the what price happens if- crashes. Denkt daran, wenn BlackRock und die anderen ETF-Anbieter mehr Bitcoin kaufen wollen, es gibt nur noch die 1,35 Millionen Bitcoin, die gemeint werden und ein sehr großer Teil befindet sich bei den Einzelinvestoren. Die Frage, die sich BlackRock vermutlich stellt, ist, wie kommen wir jetzt an die Bitcoin der Einzelinvestoren ran? Was denkst du dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Also es müsste genügend Nachfrage bestehen, um einen Preisverfall zu verhindern. Und Schiff zieht dann auch die Parallelen zum Goldmarkt und argumentiert, dass der Preis von Bitcoin fallen würde, sollten große Mengen verkauft werden, genau wie beim Verkauf von Gold durch Zentralbanken. What happens if China sold its gold? Oh, the Why price would they would do crash. that? And they're What buying happens if gold. the Fed sold their gold? But then The price somebody would crash. buy it. Somebody Peter, needs it. This is not an argument. 10% Yes, of it is. all gold supply is used for industry. So if a central bank comes in and dumps their gold like the UK They did, have dumped gold. Central banks have dumped gold And what before, happened to the pri- and and it what gets happened to the bought. pri- and It what gets happened to the absorbed price? in the market. the price went down. Doch die Sache ist folgende, wenn es eine sehr große, eine exorbitante Nachfrage gibt und es würden Bitcoin in größerer Zahl verkauft werden, würde das durch diese extrem hohe Nachfrage aufgefangen werden. Und Raoul Pal entgegnet, dass Marktpreise sich anpassen, bis ein Gleichgewichtspreis gefunden wird und betrachtet dies als einen normalen Vorgang, den wir jetzt gerade beim Bitcoin-Preis sehen. And so maybe the price of Bitcoin goes down when people sell it. No shit. That's what markets do until you find the clearing price. It's normal. Und die Diskussion beleuchtet im Grunde genommen auch die emotionale Komponente von Bitcoin-Investitionen. Im Grunde genommen unterstreicht das Gespräch, egal auf welcher Seite man steht, die komplexen Überlegungen hinter Bitcoin als Investition, einschließlich Faktoren wie Produktionskosten, Marktangebot und auch Nachfrage sowie die psychologische Bindung der Investoren. Persönlich glaube ich, dass Peter Schiff, da er mit Gold Geld verdient, auch nichts Gegenteiliges gegen Gold sagen kann, sondern im Grunde genommen immer gegen Bitcoin sein muss. Da er ansonsten sein eigenes Geschäft gefährden würde, oder was denkst du dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Dann spricht Peter Schiff noch darüber, dass die Überzeugung von Bitcoin-Anhängern oft religiösen Glaubenssystemen ähnelt. Er argumentiert, dass bei solch tief verwurzelten Überzeugungen rationale Argumente kaum Wirkung zeigen. Aber sind wir doch mal ehrlich, Gold gehört ins Portfolio
Jo, aber Bitcoin ist einfach besser. Insbesondere, wenn man sich des Zugriffs eines Regimes entziehen will und so weiter. Mit Goldbarren ist das Ganze schwierig, insbesondere dann die Grenze zu überschreiten. Und Peter Schiff geht noch einen Schritt weiter. Er zieht Parallelen zur Unmöglichkeit, jemanden die Existenz Gottes rational zu widerlegen, wenn dieser fest daran glaubt. Und wie man weiß, dass Gott existiert, weiß man auch, dass Bitcoin besser ist. Jedenfalls sieht Schiff in Bitcoin ein Glaubenssystem, bei dem die Möglichkeit, falsch zu liegen, oft nicht in Betracht gezogen wird. I don't see why it has to go to Well, look, zero. you know what? One of the things that I've learned, over the years with Bitcoin is it is like a religion. And people believe in it the way they believe in a religion or a cult. And when you get to that type of mentality, there's no rational argument that you can make. I can't logically try to tell somebody that there's no God if they believe in a God. I mean, it's a belief system that you have, and it's almost impossible to entertain that you might be wrong, right? So, and so you believe in it, believe in it. I mean, there's nothing I can do about it. I mean, and if you end up losing a lot of money, you lose a lot of money. And the problem is, some people that lose a lot of money can't afford it. The best thing about Bitcoin is that most of the people who are going to lose a lot of money are young. And they got plenty of time to earn it back. And it's going to be a valuable lesson that people learn that they can carry into their older years, the memory of all the money they lost in Bitcoin. Could it possibly be you that learns the lesson? I don't think so. Die Frage hierbei ist doch eher, was gibt es für Alternativen? Aktien, die im Grunde genommen unlimitiert erschaffen werden können, auch wenn dahinter ein Wert steht. Und bei Aktien kann doch auch dein Konto einfach geschlossen werden, falls es jemandem nicht gefällt, was du machst, was du sagst und so weiter. Was ist mit Gold? Konfiszierung konnten wir in der Geschichte schon mehrmals sehen. Die Lagerung, Verifizierung, ist das immer 100%ig gut oder kann man das immer nachvollziehen? Im Grunde genommen alles Punkte, die für Bitcoin sprechen. Klar gibt es das Risiko finanzieller Verluste durch Investitionen in Bitcoin. Doch wenn wir uns den logarithmischen Chart von Bitcoin anschauen, dann geht der nur nach oben, weil die Regierungen immer mehr und mehr Geld drucken. Dein Geld wird jeden Tag immer weniger und weniger wert und trotzdem jammern Peter Schiff und Warren Buffett rum, dass man durch Bitcoin keine Zinsen erhält oder dass hinter Bitcoin kein Wert steckt. I mean, maybe I'm wrong, maybe Warren Buffett is wrong, maybe a lot of smart investors, maybe we all got it wrong and you guys got it right. I don't think that's the case. Hinter dem Dollar oder Euro steckt das Vertrauen, dass es etwas wert ist. Und hinter Bitcoin hast du aber eine mathematische Sicherheit, dass es nämlich beispielsweise auf 21 Millionen Stück limitiert ist. Und Raoul Pell weist zusätzlich noch auf die Bedeutung des Netzwerkes hin, beziehungsweise des Netzwerkeffektes von Bitcoin und der darin stattfindenden Aktivitäten. Für ihn würde eine Abkehr von Bitcoin dann sinnvoll sein, wenn die Nutzung des Netzwerkes signifikant nachließe, was aktuell nicht der Fall ist, also wenn weniger Transaktionen stattfinden, weniger neues Kapital hinzukäme und das Interesse insgesamt abnehmen würde. Raoul Pell zielt auch Parallelen zu Gold, dessen Wert sich auch durch seine Nutzer und deren Aktivität definiert. Und Raoul Pell betont die Wichtigkeit von Bitcoin innerhalb der Kryptowährungen und erklärt ebenfalls, dass er seine Meinung ändern würde, sollte die Aktivität im Bitcoin-Netzwerk zurückgehen. For me, simply, if people stop using the network. If there's less activity on the network, people start becoming disinterested, then it's shown that its store of value principles erode. It would be the same with gold. And that's one of the reasons gold has been somewhat lackluster, because there's been less adopters of gold in a new digital world. So it's not done as well as it would have done historically in the kind of debasement environment that we've had. So if I were to observe in Bitcoin itself, forget all the other crypto, and I'm no Bitcoin maximalist, as you all know, if we saw that people were using it less, there was less activity, less value was being transacted, less new people were joining, the Bitcoin network, i.e. having wallets, then I would say, you know what, there's something wrong here. Glaubst du, dass es passieren wird? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare und natürlich auch, was du über die Aussagen von Raoul Pell und Peter Schiff denkst. Und für finanzielle Freiheit mit Krypto, klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag.